Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich Ihnen die Garuda Mudra. Diese Mudra ist ganz einfach. Ich zeige sie Ihnen. Man nimmt die Hände so zusammen, verhackt die Daumen, kreuzt die Daumen, verhackt sie ein bisschen und legt dann die Hände so an die Brust. Und das ist schon alles. Die Hände können also ganz sanft und doch warm auf der Brust liegen, die rechte Hand links auf dem Herzen, die linke Hand rechts. In den alten Schriften gibt es ja eigentlich zwei Chakras, die im Herzbereich sind. Das eine, das ist wohl bekannt, das ist das Herzchakra, und dann soll es noch ein geheimes Feld geben, Energiefeld geben, das unser Herzchakra nährt. Und da ist so das, was noch drinnen und dabei, was man nicht fassen kann. Vielleicht würden die Christen vom Christuslicht sprechen, vom inneren Licht und so weiter, von dem, was da ganz in unserer Tiefe wohnt und mit dem Göttlichen verbunden ist. Gut, Garuda, das ist ein Fabeltier aus der indischen Mythologie und ist so ein Adler, zum Teil halb Mensch, halb Tier, dann wieder einfach dieser stolze Adler. Und er steht für Kraft, Schnelligkeit, ein gutes Auge für das, was gut ist für ihn und was er braucht. Dann auch ist er der König der Lüfte und der König des Windes. Und er soll sehr viel Mut haben und zum Sieg bringen, das, was er anpackt. Oder auf das, was er sein Auge richtet. Und da komme ich eigentlich auch schon zu einem Thema, das auch etwas zu tun hat, wie können wir unser Leben leichter werden lassen. Was könnte das sein? Etwas, was uns sehr oft drückt, was gar nicht nötig wäre. Das sind unsere Erwartungen. Erwartungen, die wir an uns selbst stellen. Und wie ich mich dieses Jahr, so im Frühjahr, mit diesem Thema befasst habe, kam mir auch noch so ein Buch in die Hände, das sagte, die Erwartungen sind alles sowieso überrissen und die meisten sind zum Vornherein Hirngespinste. Ja, warum eigentlich nicht? Das hat was. Die meisten sind überrissen. Und die meisten, viele davon, machen uns das Leben schwer. Einerseits durch die Erwartungen, da ist viel Kraft drin, die da gesetzt wird und uns die Kraft für die anderen Sachen nimmt. Und dann auch, was ist, wenn die Erwartungen nicht in Erfüllung gehen? Glücklich macht das nicht. Das macht eher schwer. Also, warum überhaupt Erwartungen setzen? Da möchte ich noch ausholen. Wir setzen sehr oft zu viele und zu große Erwartungen an uns selbst, an unseren Körper, an unser So-Sein und überhaupt. Dann stellen wir sehr oft auch Erwartungen an unsere lieben Mitmenschen. Wir meinen es ja gut, aber die Erwartungen, die bringen gewöhnlich nur Leid. Uns selbst und auch den Menschen, die die Erwartung nicht erfüllen können oder wollen. Und wir, die wir nachher enttäuscht sind. Also, weg damit. Dann gibt es noch Erwartungen, die wir meinen, dass die anderen Menschen an uns stellen. Und da gab es irgendwie etwas, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste dies für meinen Mann tun. Er erwartet das. Und irgendeinmal sagt er, warum machst du das eigentlich? Und ich sagte, ja, du erwartest das doch von mir. Ich sagte, nein, überhaupt nicht. So kann es uns passieren.
Dann haben wir noch andere Erwartungen, die Erwartungen an die Zeit, an die nähere Zukunft, an die fernere Zukunft, an die Zukunft, die weit weg ist. Da haben wir sehr oft auch, erwarten wir etwas. Und egal wie alt wir sind, wir haben immer eine Zukunft, auch im höchsten Alter, bis zum letzten Atemzug und vielleicht noch darüber hinaus. Ich weiß es nicht. Aber ich habe etwas gemerkt. Menschen, die schon früh immer dann mal so nebenbei beiläufig gesagt haben, ja, wenn ich dann mal im Pflegeheim bin, halt. Müssen wir im Pflegeheim sein? Oder im Altersheim? Es kann doch ganz anders werden. Und ich habe dann gemerkt, dass diese Menschen dann tatsächlich im Pflegeheim gelandet sind. Also was erwarten wir? Ich kenne auch andere Menschen, die einen wunderschönen Tod, hochbetagt, eines Tages sind sie rübergegangen. Und alles war gut. Kann doch auch so sein. Wir sollen das aber nicht erwarten, aber es könnte so sein. Und nun kommt diese Mudra ins Spiel. Wir sollten nicht auf einmal ohne Erwartungen sein und nichts mehr erwarten. Das ist auch nicht so gut. Aber statt dass wir Erwartungen setzen, wir denken doch schon den ganzen Tag, da können wir stattdessen uns einfach vorstellen, wie schön es wäre, wenn es so oder so oder so wäre. Und wir stellen es uns einfach vor, ohne Erwartungen. Gar nicht so einfach. Die verflixten Erwartungen, die schleichen sich dann immer wieder ein, weg damit. Und dies können wir auch sehen, das sind ja gewöhnlich auch Herzenswünsche, nicht? Können wir das sehen, dass wir diese Mudra machen, ans Herz bringen und wir stellen uns einfach den heutigen Nachmittag vor, dass es einfach schön ist, dass wir einfach zufrieden sind und vielleicht noch ein Prise Glück dabei ist. Einfach so. Und wir können das uns in allen Farben vorstellen. Wir können das, indem wir allein sind oder mit anderen Menschen vorstellen, die uns Gutes tun, die mit uns sind, die sich mit uns freuen können und so weiter. Oder stellen wir uns mal vor, wir haben eine Erwartung oder ja, unsere Tochter sollte so und so sein, sollte mich mehr besuchen oder so. Das klappt nicht. Erwartung bleibt Erwartung, ob sie es macht oder nicht. Und die Enttäuschung ist programmiert. Also weg damit. Was wir uns aber vorstellen können, dass einfach die Tochter da ist und uns besucht und uns erzählt, wie sie glücklich ist. Und wie sie ganz gern gekommen ist. Und dass sie jetzt richtig Lust hat auf unseren Kaffee und auf uns und unser Gespräch. Das können wir uns vorstellen. Ohne Erwartungen. Ja, probieren Sie es aus. Ja. Ich wünsche Ihnen nun in diesem Sinne eine ganz gute Zeit und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Gutes, das Ihnen passieren möge, jetzt und in Zukunft. Das ist mein Herzenswunsch. Bis bald.